Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein kleines Tipps und Tricks Video zu dieser Kamera, und zwar die Canon EOS R10. Ich habe ja schon für die ganzen anderen Canon Kameras so kleine Tipps und Tricks Einstellungsvideos gemacht und wurde zu dieser Kamera auch schon öfters gefragt, ob ich da noch was mache. Heute ist es soweit, ich mache für die Kamera dieses Video. Es geht darum, ich möchte euch so ein bisschen in die Kamera, ja, die Kamera euch beibringen. Also wenn ihr die Kamera neu habt oder ihr habt die gebraucht gekauft und ihr seid noch vielleicht neu im Canon-System, dann möchte ich euch einfach so ein bisschen die Basiseinstellungen, Grundkonfigurationen und Einstellungen zeigen, mit welchen ich arbeite, wo ihr die Kamera meiner Meinung nach dann am besten nutzen könnt. Wenn ihr wirklich komplett neu seid, dann könnt ihr das ganze Video von vorne nach hinten durchgucken und ihr habt danach meiner Meinung nach eine sehr gut konfigurierte Kamera. Ich packe euch aber die ganzen einzelnen Elemente auch in die Kapitel unten in der Beschreibung. Die solltet ihr dann auf der Timeline auch sehen. Wenn ihr was Besonderes sucht, wie Gitterlinien oder sowas, dann findet ihr sowas da unten in der Beschreibung und könnt direkt hingehen. Dann müsst ihr nicht das ganze Video anschauen. Lasst uns also direkt damit starten. Ich habe die Kamera hier an meinem Atomos Recorder angeschlossen. Ihr seht hier mein Bild vom Menü. Ich kann hier mal kurz ein bisschen hin und her gehen. Ihr seht also wirklich alles, was ich hier durchführe. Und falls ihr aber Fragen dazu habt, dann könnt ihr das immer noch in die Kommentare unten stellen. Wenn euch das Ganze hier zu schnell geht, dann pausiert das Video einfach, spult zurück, oder ihr könnt auch die Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Ihr könnt es also wirklich, ja, gut nachverfolgen, sag ich mal. Auch wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin, kommt ihr da normalerweise mit der Pause- und Rückspulfunktion gut hinterher. Also lasst uns beginnen. Ich habe die Kamera mal hier im Menü eingestellt auf der gelben Einstellungsseite. Auf der Seite 5 findet ihr die Zurücksetzungsoption für die Kamera. Denn wenn ihr die nicht neu gekauft habt, dann hat die der Vorbesitzer vielleicht irgendwie eingestellt, was nicht gerade euch entsprechen sollte. Und deswegen findet ihr auf Seite 5 vom gelben Einstellungsmenü den Kamera-Zurücksetzen-Punkt. Und hier könnt ihr erstmal die Grundeinstellung zurücksetzen und dann auch alle anderen Einstellungen. Und das empfehle ich euch auch. Also ich habe die Kamera jetzt hier auch zurückgesetzt. Wir beginnen dann alle vom selben Standpunkt. Und wenn ihr das jetzt gemacht habt, dann gehen wir direkt mal ganz vor aufs rote Aufnahmemenü auf Seite 1 und beginnen mit der Bildqualität. Die findet ihr auf Seite 1 oben, direkt der erste Punkt, Bildqualität. Wenn wir da drauf gehen, dann sehen wir, standardmäßig ist die Kamera nur auf JPEG eingestellt, JPEG Fine, also in der feinsten Auflösung. Ich bin ein Freund davon, in RAW aufzunehmen. Wenn ihr die Bilder im Nachhinein noch bearbeiten wollt und da eben die beste Bildqualität rausholen wollt, dann solltet ihr hier RAW einstellen. Ihr könnt unten den Punkt auch auf JPEG lassen. Da habt ihr gute Bilder out of camera, aber natürlich, die eignen sich jetzt nicht so, um große Bearbeitungen vorzunehmen. Wenn ihr aber die Bilder einfach schnell nutzen wollt, dann seid ihr mit dem JPEG gut aufgehoben. Ich lasse es jetzt hier mal auf RAW stehen und lasse auch das JPEG aktiviert, beziehungsweise nee, ich deaktiviere mal das JPEG, gehe hier auf JPEG None und wir sehen dann, wir bestätigen das Ganze mit dem OK-Knopf. Das ist der Knopf in der Mitte von dem Steuerkreuz hinten an der Kamera. Und ihr seht, Bildqualität ist jetzt auf RAW eingestellt. Als nächstes gehen wir auf Seite 2 vom Aufnahmemenü und finden hier die ISO-Empfindlichkeitseinstellung. Und hier konfigurieren wir die automatische ISO-Einstellung. Die ist schon auf ISO-Automatik gestellt. Ihr könnt unten im Autobereich jetzt noch eine minimale und eine maximale ISO einstellen. Und ich sag's mal so, ISO 6400 ist schon wirklich das Limit, was ich mit dem APS-C-Sensor hier gehen würde. Ihr könnt das Ganze vielleicht sogar noch auf 3200 stellen. Ich finde 6400 gerade noch so okay, deswegen lasse ich das hier mal auf 6400 stehen. Das könnt ihr aber natürlich nach eurem Belieben anpassen. Ganz wichtig, was ich vergessen hatte, für die Einstellungen hier: geht in den manuellen Modus. Oben auf dem Rad auf M. Nicht, weil ihr dann in manuell fotografieren sollt, sondern einfach nur deshalb, weil ihr alle Menüs zur Verfügung habt. Das ist ganz wichtig, also geht hier auf den manuellen Modus und dann können wir alle Menüs durchgehen. Jetzt zurück zur ISO-Empfindlichkeitseinstellung. Ihr habt hier noch die Möglichkeit, die längste Verschlusszeit einzustellen. Das steht auf Auto. Wenn ihr jetzt aber unterwegs seid und irgendwelche schnellen Dinge fotografieren wollt, dann kann es sein, dass die ISO-Automatik eine zu lange Verschlusszeit nimmt und euer Bild verschwommen ist. Unter manuell könnt ihr hier noch eine manuelle längste Verschlusszeit auswählen. Also wenn ihr hier dann eine 250 Sekunde auswählt, dann wird die Kamera auch nicht langsamer als eine 250 Sekunde aufnehmen. Wie gesagt, das ist wirklich wichtig, wenn ihr da
schnelle Dinge jetzt fotografieren wollt. Ich lasse es hier aber mal auf Auto stehen, weil ich will ja eine Allgemeineinstellung machen für alle und da darf die Kamera dann auch gern mal etwas länger belichten. Ganz unten in dem Menü auf Seite 2 finden wir dann noch den Punkt Anti-Flacker-Aufnahme und die ist wichtig, wenn ihr Aufnahmen in Innenräumen macht, weil da habt ihr verschiedene Lichtquellen und die können zu Banding- oder Flacker-Effekten in eurem Bild führen. Wenn ihr diesen Punkt hier Flicker auf Aktivieren stellt, dann versucht die Kamera das Flickern zu erkennen und da etwas gegenzuwirken und dann habt ihr, wenn es gut läuft, sehr wenig bis gar kein Flackern mehr im Bild. Das könnt ihr also hier auf Seite 2 aktivieren. Seite 3 mit der Blitzsteuerung überspringen wir jetzt einfach mal und kommen zu Seite 4. Hier könnt ihr den Weißabgleich festlegen. Wir sind hier aber im automatischen Weißabgleich und wollen den auch erstmal so weiter behalten. Auf Seite 5 könnt ihr dann noch Rauschreduzierungen konfigurieren. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Auf Seite 6 finden wir dann verschiedene Aufnahmemodi. So habt ihr hier die Möglichkeit, Mehrfachbelichtungen zu aktivieren, dass ihr eben Mehrfachbelichtungen aufnehmen könnt. Ihr findet hier aber auch den RAW Burst Modus, welchen ihr hier aktivieren könnt mit der Voraufnahme. Und das heißt, sobald ihr den Auslöser leicht gedrückt habt und die Kamera schon fokussiert, nimmt die auch schon Bilder auf. Wenn ihr den Auslöser dann komplett durchdrückt, nimmt die Kamera die Bilder, die sie schon aufgenommen hat, bevor ihr gedrückt habt, und speichert diese auch ab. So habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr, wenn zum Beispiel ein Vogel da sitzt und ihr wollt den beim Start fotografieren, dann könnt ihr mit dieser RAW Burst Voraufnahme den Vogel genau in dem Zeitpunkt fotografieren, wenn er eben abhebt, weil ihr drückt dann drauf zur Aufnahme und alle Bilder davor wurden auch schon gespeichert und da ist es dann dabei, wo der Vogel natürlich abhebt. Also ist ein ziemlich cooles Feature, was die Kamera euch hier bietet. Das findet ihr, wie gesagt, auch auf Seite 6 vom roten Aufnahmemenü. Eins weiter unten findet ihr dann noch das Focus Bracketing. Wenn ihr das braucht, könnt ihr das hier auch aktivieren und auch konfigurieren. Da habt ihr verschiedene Auswahlmöglichkeiten und könnt euch das so einstellen, wie es euch dann passt. Auf Seite 7 finden wir dann die Betriebsart und da sehen wir jetzt als erstes mal, die Kamera ist auf Einzelbild eingestellt. Sie macht also ein Foto, wenn ihr durchdrückt. Jetzt kann die Kamera natürlich eine gute Reihenaufnahme machen mit mehreren Bildern pro Sekunde. Das Ganze könnt ihr hier einstellen in den verschiedenen Geschwindigkeiten. Ihr findet hier aber auch den Selbstauslöser. Den Selbstauslöser braucht ihr natürlich, wenn ihr ein Bild von euch selbst oder ein Gruppenfoto oder so machen wollt. Ihr habt ja dann die Möglichkeit, 10 Sekunden oder 2 Sekunden als Timer auszuwählen und ihr könnt eine Selbstauslöser Reihenaufnahme konfigurieren, wo ihr dann die Anzahl der Bilder festlegen könnt. Ich bleibe hier jetzt mal auf Reihenaufnahme langsam, weil das ist eigentlich so meine Betriebsart, die ich am meisten nutze. Da habt ihr die Möglichkeit, einzelne Bilder aufzunehmen. Wenn ihr aber drauf bleibt, dann werden auch nachträglich noch Bilder geschossen, falls ihr mal irgendwie einen Moment nicht verpassen wollt. Eins weiter unten findet ihr dann auch den Intervalltimer. Den könnt ihr hier aktivieren und auch noch Detaileinstellungen vornehmen, wenn ihr den benutzen wollt. Ich brauche den jetzt hier natürlich nicht so als Standardkonfiguration. Etwas weiter unten findet ihr dann die Funktion leiser Auslöser. Da könnt ihr die Kamera komplett stumm schalten. Wir kommen nachher noch dazu, wie man die Pieptöne ausschaltet. Bei der Funktion leiser Auslöser ist es aber so, da wird auch der mechanische Verschluss und so weiter deaktiviert. Die Kamera versucht also so ruhig wie möglich zu sein. Wenn wir in das Menü gehen und mit Info die Hilfe aufrufen, dann seht ihr hier aber auch, was alles deaktiviert wird. Also wir haben den elektronischen Verschluss, der Piepton ist deaktiviert, die Rauschreduzierung bei langer Belichtung ist deaktiviert, auch der Blitz ist deaktiviert, weil der funktioniert eben nur mit dem mechanischen Verschluss und auch das AF-Hilfslicht wird nicht mehr benutzt. Das zeige ich euch nachher auch noch, wie ihr das deaktiviert, ist hier aber eben auch deaktiviert. Ebenso ist auch die Fernbedienungslampe bzw. die Lampe für den Selbstauslöser deaktiviert, weil die Kamera ebenso unauffällig wie möglich sein soll. Jetzt ist es so, ihr meint vielleicht, dass die Funktion sehr gut ist, weil die Kamera dann eben leise ist. Es ist aber eben auch so, der elektronische Verschluss hat ein paar Nachteile. Da könnt ihr einen Rolling Shutter reinkriegen. Also wenn ihr schnelle Bewegungen habt, kann es da ein bisschen das Bild verziehen. Deswegen kommen wir auch direkt hier zum nächsten Punkt, dem Auslösemodus. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, den Verschluss festzulegen, ob ihr den elektronischen Verschluss nutzen wollt, den elektronischen ersten Verschlussvorgang oder den mechanischen Verschluss. Und ich würde euch empfehlen, wenn es geht, nutzt den mechanischen Verschluss, weil da habt ihr einfach nicht das Problem, dass der Sensor vielleicht ein bisschen langsamer ausgelesen wird und ihr einen Rolling Shutter, also schiefe, gerade Sachen im Bild. Wenn ihr die Kamera so ein bisschen verzieht und ein Bild macht, dann werden Pfosten zum Beispiel leicht schräg dargestellt, weil der Sensor eben eine Zeit braucht, um ausgelesen zu werden. Das habt ihr mit dem mechanischen Verschluss nicht. Jetzt ist es beim mechanischen Verschluss natürlich so,
der macht Geräusche. Wenn ihr da leise unterwegs sein wollt, dann müsst ihr da natürlich zum elektronischen Verschluss greifen. Aber wie gesagt, ich würde euch da den mechanischen Auslöser, also den mechanischen Verschluss empfehlen. Weiter unten habt ihr dann noch einen wichtigen Punkt: Auslöser ohne Karte betätigen. Wenn ihr diesen Punkt auf On lasst, dann kann es eben sein, ihr habt keine Speicherkarte in der Kamera, ihr vergesst, dass ihr eine Speicherkarte eingelegt hattet, beziehungsweise ihr vergesst, dass ihr keine Karte eingelegt hattet und die Kamera lässt sich trotzdem voll bedienen. Ihr merkt es dann erst, wenn ihr unterwegs seid und die Bilder eben nicht gespeichert werden. Wenn ihr den Punkt auf Deaktivieren setzt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, eben nicht auszulösen, wenn keine Speicherkarte drin ist. Und dann bekommt ihr eben gleich mit, dass keine Speicherkarte drin ist. Ich würde den Punkt an eurer Stelle auf Off setzen. Ich lasse den jetzt aber mal auf On, weil ich weiß nicht, ob ich den Auslöser nachher noch für Funktionen brauche, die ich euch zeigen will. Ich habe auch keine Speicherkarte eingelegt. Auf Seite 8 könnt ihr dann den Bildstabi konfigurieren, der IS-Modus auf Ein. Also wenn ihr ein Objektiv mit einem Bildstabilisator dran habt, dann könnt ihr den hier aktivieren und deaktivieren. Und ihr könnt den digitalen elektronischen Bildstabi für die Videoaufnahme noch aktivieren. Jetzt will ich hier erstmal keine Videoaufnahme machen, da kommen wir nachher noch dazu. Deswegen lasse ich den Bildstabi vom Objektiv natürlich auf Ein, den digitalen Bildstabi lasse ich aber auf Aus. Und dann seht ihr hier das nächste Menü: schnell Einstellungen anpassen. Und wenn wir hier jetzt mal kurz in den Übersichtsbildschirm gehen und ihr drückt hinten an der Kamera den Q-Knopf, der ist in der Mitte von eurem D-Pad, dann habt ihr hier dieses Schnellmenü, wo ihr diverse Sachen zur Auswahl habt. Und die könnt ihr euch konfigurieren. Eben genau mit diesem Punkt im Menü auf Seite 8, Schnelleinstellungen anpassen. Ihr könnt hier nämlich das Layout bearbeiten, also erstmal auswählen, welche Elemente da angezeigt werden sollen. Und mit dem Knopf auf Info, da könnt ihr die Anordnung noch neu festlegen. Das Ganze findet ihr hier also unter Schnelleinstellungen anpassen. Ihr könnt da auch alles zurücksetzen oder die Elemente löschen. Ein wichtiger Punkt, weil das Q-Menü ist wirklich was, wo man relativ schnell einfach Einstellungen umstellen kann und damit sehr schnell arbeiten kann. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das nach eurem Bedarf anzupassen. Als nächstes haben wir noch den Punkt Touch-Auslöser, den lassen wir deaktiviert. Da könnt ihr dann über den Touch-Bildschirm hinten zwar auslösen, da ist es aber auch so, wenn ihr da hinkommt, dann löst die Kamera aus und das will man vielleicht manchmal nicht, weil man halt auch ungewollt hinkommt und dann einfach Bilder aufnimmt. Der nächste Punkt, die Bildrückschau. Ihr macht ein Foto, das Bild wird euch angezeigt. In der Standardeinstellung wird euch das Bild hier 2 Sekunden angezeigt. Ihr könnt das Ganze natürlich unterbrechen, indem ihr den Auslöser drückt. Ihr könnt die Zeit auch hochstellen oder eben auf Ausstellen. Und bei mir ist es so, ich stelle die Rückschauzeit immer auf Aus, weil ich möchte immer gleich mein Live-Bild nach dem Foto wieder haben, falls ich einen Moment habe, den ich nicht verpassen will. Ich kann ja mit dem Knopf hinten, mit der Bildwiedergabetaste, einfach das Bild aufrufen. Deswegen, wie gesagt, ich habe die Rückschauzeit auf Aus. Ihr könnt das Ganze aber natürlich nach Belieben aktivieren und ihr könnt auch die Sucheranzeige aktivieren. Das heißt, wenn ihr durch den Sucher schaut und ein Bild macht und ihr habt die Bildrückschauzeit an, dann wird euch das nur auf dem Display hinten angezeigt. Wollt ihr das auf dem Sucher auch noch sehen, dann müsst ihr hier eben die Sucheranzeige aktivieren. Wie gesagt, ich lasse beides erstmal deaktiviert. Auf Seite 9 können wir dann den Sucher und die Displays konfigurieren. Als erstes habt ihr hier den Punkt optischen Sucher simulieren. Das ist, ich sag's mal so, der Sucher zeigt euch ja eure Belichtung genau an, was ihr eingestellt habt. Also habt ihr zu dunkel belichtet, dann wird das Bild auch schon dunkel erscheinen. Habt ihr zu hell belichtet, erscheint es hell. Wenn ihr optischen Sucher simulieren macht, dann wird euch das Bild immer so angezeigt, wie ihr das auch mit dem Auge eigentlich seht. Ich würde an eurer Stelle das optische Sucher-Simulieren deaktiviert lassen, weil ihr eben den Vorteil bei spiegellosen Kameras habt, dass ihr eure Belichtung im Bild auch direkt seht. Und gerade als Anfänger ist das immer das Beste. Wir haben dann hier noch Anzeige Aufnahmeinfo. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der wahrscheinlich für einige wichtig sein wird. Und zwar findet ihr hier nämlich auch die Gitterlinienanzeige. Gitteranzeige in verschiedenen Rastern. Ich wähle hier das 3x3 Raster aus. Das hilft mir einfach immer, das Bild richtig auszurichten, eine schöne Bildkomposition herzustellen und so weiter. Würde ich euch auch empfehlen, hier die Gitteranzeige zu aktivieren. Ihr findet hier aber auch noch Einstellungen, wo ihr die Bildschirme, wenn ihr mit der Infotaste durch die Infobildschirme durchschaltet, die könnt ihr hier konfigurieren, was euch da angezeigt werden soll. Also ihr könnt hier zum Beispiel das Histogramm und die Wasserwaage und so noch mit angezeigt bekommen. Ihr könnt das Ganze hier auch noch für den Sucher einstellen und natürlich auch ändern.
sondern mit der Infotaste. Das Ganze findet ihr also hier, würde ich an eurer Stelle auch anpassen, sodass es für euch passt, weil das immer sehr hilfreich ist. Bei Display-Spiegeln, das ist einfach ein Punkt, wenn ihr die Kamera im Selfie-Modus nutzt, also ihr klappt den Bildschirm aus, dann wird das Display einfach gespiegelt, sodass ihr alles perfekt seht. Bei Sucher-Anzeigeformat habt ihr die Möglichkeit, und das ist wichtig für Brillenträger, den Sucher etwas kleiner darzustellen. Der wird also so ein bisschen reingezoomt. Ihr seht es hier auch in der Vorschau. Das Bild erscheint dann kleiner und das ist bei Brillenträgern gerade einfach wichtig, weil die kommen nicht so nah an Sucher hin und sehen vielleicht die Ecken nicht ganz. Hier findet ihr den Punkt. Ihr könnt es dann auf Anzeige 2 stellen. Ich bin kein Brillenträger, deswegen lasse ich das hier natürlich auf Anzeige 1, weil ich die komplette Größe vom Sucher benutzen möchte. Und unter Anzeigeleistung habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Anzeigeleistung vom Sucher auf hoch zu stellen, beziehungsweise auf flüssig. Das ist wichtig, wenn ihr Motive fotografieren wollt, die ihr einfach schnell verfolgen wollt. Da ist eine höhere Bildwiederholfrequenz vom Sucher immer wichtig, damit ihr das eben einfacher verfolgen könnt. Ich würde das Ganze hier an eurer Stelle also auch auf flüssig stellen. Ihr müsst aber aufpassen, bei flüssig ist der Akkuverbrauch natürlich etwas höher. Jetzt ist es so, der Akkuverbrauch von der Kamera an sich ist schon, ich sag's mal, ganz gut, aber ein zweiter Akku würde nie schaden. Ich kann euch da in die Beschreibung auch noch einen Link dazu packen zu Akkus, die ihr da benutzen könnt. Ihr könnt es euch aussuchen. Stromsparend geht natürlich auch, da kann man auch gut arbeiten, aber sobald es ein bisschen schneller wird, ist flüssig einfach immer angenehmer zum Arbeiten. Welchen Punkt ihr hier aber nicht aktivieren solltet, ist dieser Infopunkt. Geringere Bildrate vermeiden. Der kann nämlich dazu führen, dass euch die Performance von der Kamera ein bisschen eingeschränkt wird. Also lasst den auf jeden Fall deaktiviert. Auf Seite 10 können wir dann noch ein paar Videoeinstellungen vornehmen. Das möchte ich am Ende auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ihr habt sowas wie die Videoaufnahmegröße eben mit 4K und dann 25 Bilder und so weiter. Auch die Tonaufnahme, da könnt ihr dann manuell einpegeln. Das findet ihr alles auf Seite 10 in dem Menü. Wenn ihr die Kamera aber in den Videomodus stellt, dann verändert sich das Menü ein bisschen und da kommen wir nachher noch dazu. Wir gehen jetzt direkt mal weiter ins rosane Autofokus-Menü, denn die Kamera hat wirklich einen sehr performanten Autofokus, nenne ich es mal. Die kann also sehr gut verfolgen und Tracking und alles durchführen. Ihr erkennt Menschen, Tiere und so weiter. Und das wollen wir jetzt so hin konfigurieren, dass ihr da am meisten Spaß mit habt. Als erstes gehen wir vom AF-Betrieb von OneShot auf Servo. Wenn ihr auf OneShot stehen würdet, dann drückt ihr einmal den Auslöser, die Kamera fokussiert und wird dann nicht mehr verfolgen. Wenn sich euer Motiv jetzt weiter nach hinten oder vorne bewegt, dann kommt es da zu Unschärfe. Deswegen AF-Betrieb auf Servo. Und der Servo AF ist wirklich sehr gut, dass ihr da das eigentlich die ganze Zeit aktiviert lassen könnt. Die Kamera fokussiert immer auf das Motiv, was sie eben erkennt und so weiter, und das macht sie richtig gut. Deswegen, ich würde hier auch gar nicht mehr auf One-Shot gehen. Die Möglichkeiten sind zwar da, aber die Einsätze, wo ich die Kamera mal auf One-Shot stelle, die sind wirklich sehr, sehr selten. Deswegen lasse ich es hier auf Servo. Im AF-Bereich findet ihr dann die Möglichkeit, die AF-Zone auszusuchen. Hier könnt ihr also eine Zone auf dem Bildschirm festlegen oder eben hier den gesamten Bereich. Ich lasse es auf gesamten Bereich stehen, weil die Motiverkennung normalerweise eine sehr gute Arbeit macht und euch da das passende Motiv dann auch aussucht. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie eine Situation habt, wo ihr ein bestimmtes Motiv aus einer Gruppe auswählen wollt, dann müsst ihr hier einen Spot wählen. Weiter unten findet ihr dann die Motivnachführung. Die wollen wir natürlich auch aktiviert lassen mit dem Tracking und das Motiv zu erkennen. Hier könnt ihr dann nämlich auswählen, ob ihr Personen, Tiere oder Fahrzeuge erkennen wollt, automatisch oder eben nichts. Ihr müsst nur beachten, es ist eine Priorisierung. Das heißt, wenn das Ganze hier auf Personen steht und es befindet sich nur eine Katze im Bild, dann erkennt die Kamera trotzdem die Katze und fokussiert auf die Katze. Also wenn dann die Person mit einer Katze zusammen im Bild steht, würde die Kamera wieder nur auf die Person fokussieren. So könnt ihr hier eben eure Priorisierung festlegen. Ich lasse es auf Personen, weil ich normalerweise immer mehr Personen fotografiere als jetzt Tiere oder Fahrzeuge. Und direkt drunter findet ihr dann auch noch die Augenerkennung. Die Kamera hat natürlich eine gute Augenerkennung, die wollen wir auch nutzen. Deswegen lassen wir das hier auf aktiviert. Auf Seite 2 haben wir dann noch verschiedene Autofocus Cases. Das seht ihr hier in der Auswahl. Vielseitige Mehrzweckeinstellungen, Motive weiter verfolgen, Motive sofort fokussieren oder für Motive, die schnell beschleunigen. Da könnt ihr das Ganze anpassen, je nach Motiv und Sportart oder eben Aktionen, was die Motive machen. Könntet ihr das hier noch anpassen? Ich sage aber mal so,
Ich benutze das sehr oft einfach im Automodus, weil die Kamera da wirklich einen sehr guten Job macht. Ihr könntet das Ganze aber auch, wenn ihr hier zum Beispiel auf den 4. Punkt geht und dann diesen kleinen Autofokus-Knopf drückt, könnt ihr das anpassen, also die Reaktion und die Beschleunigung, Verzögerung von der Nachführung. Ihr könnt es also, falls ihr da mal Probleme haben solltet mit dem Autofokus, noch für euch anpassen, dass ihr in eurer Situation einfach den besten Autofokus nutzen könnt. Ich lasse es aber, wie gesagt, erstmal auf Auto stehen. Auf der Seite 3 findet ihr dann auch noch einen für mich wichtigen Punkt, den ich auch gleich umstelle, und zwar die AF-Hilfslichtaussendung. Das würde ich nämlich deaktivieren, und zwar einfach aus dem Grund, bei mir ist es öfters so, dass meine Motive oder Menschen, wenn ich sie fotografiere, auch öfter mal abgelenkt sind von diesem Hilfslicht und irgendwie dann komisch gucken oder was weiß ich was, und das möchte ich einfach nicht. Auch ist es so in Situationen, wo ihr eben nicht unbedingt direkt als Fotograf entdeckt werden wollt, im Theater oder was weiß ich was, da solltet ihr den Punkt deaktivieren, einfach damit niemand durch das Licht gestört wird. Auf Seite 4 könnt ihr dann theoretisch Touch and Drag noch einstellen, also aktivieren und auch konfigurieren. Ich nutze das aber eigentlich gar nicht. Wenn ihr es nutzen wollt, findet ihr den Punkt hier. Wie gesagt, ich nutze es nicht, deswegen gehe ich hier direkt mal weiter und komme zu den Einstellungen fürs Focus Peaking. Und das ist auch was vielleicht der eine oder andere nutzen will. Gerade im Videobereich ist es natürlich interessanter. Ihr habt Focus Peaking, wenn ihr manuell fokussiert, und das könnt ihr natürlich auch einstellen und konfigurieren. Ihr findet es hier, ihr könnt das Peaking aktivieren, die Empfindlichkeit einstellen und auch noch eine Farbe dafür konfigurieren. Das ist hier zu finden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist hier der Fokusassistent. Der ist nämlich auch sehr cool und hilft euch sehr gut beim manuellen Fokussieren. Wenn ihr das noch nicht kennengelernt habt, probiert es einfach mal aus. Ihr habt da 2 Dreiecke, die müsst ihr da übereinander bringen. Dann habt ihr den Fokus wirklich auf dem Punkt. Das hilft schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, auf Seite 5 vom Autofokus-Menü findet ihr das alles hier. Das war es dann auch vom Autofokus-Menü. Ansonsten dürfte da eigentlich alles erstmal sehr gut konfiguriert sein, und wir kommen ins Wiedergabemenü. Und da gibt es, glaube ich, nur 2 Punkte, die ich ändern würde. Und zwar haben wir auf Seite 4 die Vergrößerung. Wenn ihr die Bildwiedergabe startet und ihr vergrößert ein Bild, dann könnt ihr hier eine Standardvergrößerung einstellen. Standardmäßig steht es auf zweifach. Ich würde das Ganze aber auf tatsächliche Größe stellen, weil dann wird wirklich zu 100% ins Bild gezoomt und ihr werdet nicht drüber rauszoomen, sodass das Bild vielleicht schon pixeliger erscheint oder sowas, und ihr könnt einfach die Bildschärfe und eure Qualität, was ihr aufgenommen habt, am besten bewerten. Auf Seite 5 finden wir dann noch den Punkt AF-Feldanzeige. Hier könnt ihr die AF-Feldanzeige aktivieren. Das heißt, in eurem Bild wird nachher der kleine Fokuspunkt angezeigt, wo die Kamera eben meinte, den Fokus setzen zu wollen. Das ist sehr gut, weil ihr könnt dann so ein bisschen korrigieren bzw. überprüfen, ob die Kamera den Fokus auch wirklich dahin gesetzt hat, wo ihr das wolltet. Deswegen AF-Feldanzeige aktivieren, würde ich euch empfehlen. Als nächstes kommen wir zu den Verbindungseinstellungen, und da könnt ihr natürlich WLAN und Bluetooth aktivieren und einstellen. Ihr könnt aber auch den Flugzeugmodus aktivieren, und das ist so ein Punkt, den aktiviere ich bei mir sehr gerne, weil die Kamera dann eben weniger Stromverbrauch hat. Alles, was ihr aktiviert, also sei es WLAN oder Bluetooth, verbraucht euch einfach mehr Strom. Ich nutze es zu Hause, um das Ganze auf Smartphone zu ziehen oder mal unterwegs dann, aber ich nutze es eben nicht die ganze Zeit, und deswegen lasse ich hier den Punkt immer auf Flugzeugmodus ein, dass ich eben ein bisschen mehr Akkulaufzeit unterwegs habe. Im gelben Einstellungsmenü findet ihr dann auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der auch sehr unterschätzt wird, und zwar der einfache Punkt Karte formatieren. Jetzt ist es so, man liest öfter mal von Problemen, die Leute haben mit einer Kamera. Bilder werden nicht gespeichert oder irgendein Error wird ausgegeben, und am Ende liegt es einfach nur an der Speicherkarte. Und dann liegt es vielleicht manchmal auch einfach nur daran, dass die Speicherkarte nicht richtig formatiert ist. Die werden dann in den Rechner geschmissen, dort formatiert, und die Formatierung passt vielleicht der Kamera einfach nicht. Deswegen empfehle ich euch immer, formatiert die Speicherkarte in der Kamera. Da ist dann einfach alles safe, es ist richtig formatiert und die Kamera macht zumindest mit der Speicherkarte keine Probleme mehr. Deswegen im gelben Menü auf Seite 1 findet ihr Karte formatieren, und ihr findet noch einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar automatisches Drehen. Und da seht ihr, das steht jetzt gerade auf ein Kamera-PC, das würde ich auf ein PC stellen. Wenn ihr ein Bild im Hochformat aufnehmt, dann wird euch das später auf dem Display hinten im Hochformat angezeigt, auf dem kleinen Display. Und dann habt ihr rechts und links sehr viele schwarze Bereiche, wo eben keine Informationen angezeigt sind, und ihr könnt das Bild nicht so toll bewerten, wie wenn es eben quer im Hochformat über den ganzen Bildschirm angeschaut wird. Und deswegen empfehle ich euch hier einfach das automatische Drehen auf nur PC
PC zu stellen, dass ihr das Bild eben hinten auf dem Bildschirm immer komplett sehen könnt. Ihr habt dann hier natürlich auch die Möglichkeit, Datum, Zeit und die Sprache einzustellen. Wichtig natürlich, wenn ihr eine Kamera habt, die auf einer komplett anderen Sprache steht oder ihr seid in China unterwegs und jemand stellt euch das Ding auf Chinesisch, dann findet ihr das immer im gelben Menü auf Seite 1 ganz unten die Spracheinstellung. Selbst wenn ihr den Text nicht mehr lesen könnt, ihr habt hier unten immer die Sprache zur Auswahl. Auf Seite 2 könnt ihr dann noch das Videosystem anpassen und wir haben das ja vorhin kurz in den Videoeinstellungen gesehen. Wir hatten nur 25 Bilder pro Sekunde zur Auswahl. Wenn ihr 30 Bilder pro Sekunde haben wollt, um das Ganze zum Beispiel auf YouTube zu nutzen, also sagen wir mal so, um das Ganze kompatibler auf YouTube zu nutzen, dann könnt ihr hier das Videosystem auf NTSC stellen und könnt dann auch in 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Da ich meine Videos auch mit 30 FPS aufnehme, werde ich das Ganze hier auch auf NTSC stellen. Und dann seht ihr hier auch den Punkt Modusbeschreibung. Und ihr habt es vielleicht schon gesehen, wenn ihr das Modusrad umstellt, wir sehen es jetzt mal hier, dann seht ihr hier immer so eine kleine Information, die ihr da so habt mit der Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Belichtung. Und die Information wollt ihr vielleicht nicht immer eingeblendet haben. Deswegen könnt ihr das Ganze ganz einfach deaktivieren, indem ihr hier auf Modusbeschreibung deaktivieren geht. Und wenn ihr jetzt den Modus umstellt, dann seht ihr, der wird immer direkt eingestellt, ohne dass sich da das Infodisplay noch irgendwie ändert. Auch ein wichtiger Punkt, ich lasse das natürlich dann auch deaktiviert. Das findet ihr hier im gelben Menü auf Seite 2. Wichtig auch hier jetzt Piepton. Wir hatten es ja vorhin schon von der Lautstärke der Kamera und die macht ja diverse Töne. Wenn es bei euch vielleicht so ist wie bei mir, dass ihr dadurch so ein bisschen gestört seid, dann könnt ihr hier alles einstellen bzw. deaktivieren. Unter Lautstärke habt ihr einfach die Möglichkeit, die Lautstärke von diversen Tönen anzupassen. Ihr könnt aber das Ganze auch mit Piepton deaktivieren, einfach alles deaktivieren und dann ist einfach alles aus und so lasse ich den Punkt bei mir auch. Unter Stromsparmodus werdet ihr jetzt gleich sehen, ich habe hier alles deaktiviert. Standardmäßig ist es nicht so eingestellt. Ich wollte jetzt natürlich, wenn ich das hier für euch aufnehme, nicht einfach hier, dass die Kamera irgendwann mal ausschaltet oder sowas. Deswegen, hier könnt ihr natürlich die passenden Zeiten dann einstellen für den Bildschirm, Dimmer für Bildschirm aus, automatische Abschaltung oder auch den Sucher. Das findet ihr alles hier in den Stromspareinstellungen. Ihr könnt es ja für euch konfigurieren, wie ihr meint, dass ihr damit am besten klarkommt. Auf Seite 3 vom gelben Einstellungsmenü findet ihr dann noch den Punkt UI-Vergrößerung, also UI-Vergrößerung, User Interface-Vergrößerung. Hier könnt ihr den Punkt aktivieren und das kann ich euch jetzt leider natürlich nicht zeigen mit dem Rekorder, aber ihr habt dann die Möglichkeit, doppelt auf den Bildschirm zu tippen. Das wird hier auch angezeigt. Mit 2 Fingern auf den Menübildschirm tippen, dann wird der größer angezeigt. Gerade für Leute, die vielleicht nicht mehr so gut sehen oder eine Lesebrille bräuchten, um das Display gescheit abzulesen. Da könnt ihr euch das Display hinten einfach das Menü ein bisschen vergrößern und seht es hier vielleicht ein bisschen besser. Wie gesagt, die Vergrößerung findet ihr hier. Ich lasse sie aber auch deaktiviert, weil ich habe da noch nicht so Probleme und es bleibt hoffentlich auch noch eine gute Zeit lang so. Aber wie gesagt, hier ist der Punkt. Auf Seite 4 habt ihr dann noch die Möglichkeit, die Touch-Steuerung zu konfigurieren, wie empfindlich die sein soll. Und auf Seite 5, da waren wir ja vorhin schon, habt ihr eben die Möglichkeit, wieder die Kamera zurückzusetzen. Ihr könnt aber auch die individuelle Aufnahmemodi C1 und C2 hier registrieren oder löschen. Das heißt, wenn ihr euch eine Einstellung vorgenommen habt, also Verschlusszeit, Blende und so weiter, dann geht ihr hier rein und könnt Einstellungen registrieren. Und dann habt ihr ja oben auf dem Rad C1 und C2 und die könnt ihr damit dann abrufen. Dann habt ihr die Einstellungen einfach direkt oben auf eurem Rad stehen und könnt die sehr schnell nutzen. Ich habe da zum Beispiel an anderen Kameras eine Einstellung für Vögel im Flug und dann wieder für Porträt und so weiter. Und dann habt ihr da einfach immer so eine tolle Basiskonfiguration. Mit Auto aktualisieren könnt ihr da noch einstellen, wenn ihr in dieser Einstellung seid, C1, und da einen Wert verändert, dass dieser auch gespeichert wird fürs nächste Abrufen. Ist ja, gut oder schlecht, je nachdem, wie ihr die Kamera nutzt, weil es kann ein Vorteil sein, dass ihr eben noch eine Anpassung vornehmt und nicht hier ins Menü reingehen muss. Es kann aber auch sein, dass jemand euren C1-Modus abruft, den komplett verstellt und dann ist der halt verstellt. Und deswegen würde ich hier die Autoaktualisierung deaktiviert lassen. Ihr habt hier dann noch die Möglichkeit, Copyright-Informationen einzutragen und auch die Firmware abzudaten. Da solltet ihr dann gucken, dass ihr die Kamera immer auf dem neuesten Stand habt, weil manchmal kommen auch noch ein paar Funktionen per Firmware-Update dazu. Findet ihr im gelben Menü auf Seite 5. Und dann haben wir noch die Individualeinstellungen, wo ihr noch ein bisschen was einstellen könntet. Ich gehe hier jetzt mal durch und schaue, ob ich was finde. Ihr könnt Tasten anpassen. Und das
das ist ein wichtiger Punkt, wenn ihr zum Beispiel jemand seid, der Backbutton Fokus benutzt, weil dann müsst ihr hier ins Menü auf Tasten anpassen. Ihr geht auf den Auslöser und wählt hier statt Messung und AF-Start nur noch Messungsstart. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr eben Backbutton Fokus nutzen wollt. Die Leute, die es nutzen wollen, wissen auch, was es ist. Die Leute, wo es nicht wissen, können das mal googeln. Vielleicht interessiert es euch. Ich bin kein Backbutton-Fokus-Nutzer, deswegen lasse ich das jetzt hier so. Ihr könnt aber auch alle anderen Tasten auf der Kamera konfigurieren, könnt euch das also so anpassen, wie ihr es gerne benutzen wollt. Ein wichtiger Punkt für mich ist Wahlräder anpassen, denn wie ihr seht, wir haben hier jetzt aktuell eingestellt TV, AV. Ihr seht es ja, TV, also die Verschlusszeiten, AV, die Blende, und ich wechsle das Ganze. Ich möchte nämlich meine Blende mit dem vorderen Rad verstellen und meine Verschlusszeit mit dem hinteren Rad, und ich möchte auch den Steuerungsring deaktiviert lassen. Also ich möchte hier keine Funktion draufgelegt haben, damit ich mir da nichts irgendwie aus Versehen verstelle. Ihr habt ja an manchen Objektiven die Steuerungsringe. Wenn ihr da eine ISO drauflegt, dann kann es eben sein, dass ihr da beim Fokussieren oder beim Zoomen oder so drankommt und dann verstellt ihr euch das Ganze, und das wollt ihr ja nicht. Deswegen, ich habe den Punkt, wie gesagt, bei mir deaktiviert. Wichtig da: Ihr habt vielleicht ein Objektiv, so wie jetzt hier gerade an der Kamera dran, wo ihr einen Steuerungsring und einen Fokusring in einem habt. Dann müsst ihr das natürlich einstellen, was ihr nutzen wollt. Und da geht ihr mal zurück aufs AF-Menü. Auf Seite 6 habt ihr hier nämlich die Auswahlmöglichkeit Fokus-Steuerungsring zu konfigurieren. Also ob ihr diesen Ring als Fokusring oder eben als Steuerungsring nutzen wollt. Das müsst ihr natürlich auch passend einstellen, wenn ihr nachher den Fokusring bzw. den Steuerungsring auch passend verwenden wollt. Wir gehen zurück ins Individualmenü, waren hier bei Wahlrädern und gehen mal weiter, was wir hier noch so haben. Und da gibt es noch den Punkt auf Seite 4, ohne Objektiv auslösen. Das ist wichtig, wenn ihr mit Adaptern und manuellen Objektiven arbeitet, weil wenn die Kamera kein Objektiv erkennt, was bei richtig manuellen Objektiven ohne elektronische Verbindung ebenso ist, dann wird die auch nicht auslösen. Wenn ihr den Punkt auf On setzt, dann könnt ihr auslösen. Also wichtig für die Leute, die mit Adaptern oder manuellen Objektiven arbeiten. Auf Seite 5 habt ihr dann nur noch die Möglichkeit, alle Funktionen wieder zu löschen. Wollen wir natürlich nicht, weil wir haben sie ja jetzt gerade hinkonfiguriert. Und dann haben wir noch das Mein-Menü. Also Mein-Menü, da könnt ihr euch wirklich einzelne Punkte aus dem kompletten Menü reinlegen. Ihr könnt euch hier eine registrierende Position wählen. Ihr wählt dann zum Beispiel die Bildqualität aus. Die setzen wir uns dann da rein, gehen zurück mit Menü und sehen hier, wir haben in dem Menü den Punkt Bildqualität. Ihr könnt euch da einfach wichtige Dinge reinsetzen, welche ihr öfters verwenden wollt und dann nicht immer das Menü durchsuchen wollt, weil ihr da dann vielleicht ewig unterwegs seid und dann einen entsprechenden Punkt sucht. Hier im Mein Menü findet ihr das dann immer sehr, sehr schnell. Ist auch sehr, sehr hilfreich, deswegen wendet es am besten an, wenn ihr das wirklich nutzen wollt. Also es ist schon sehr gut und macht alles ein bisschen schneller. Und dann kommen wir jetzt noch kurz in den Videobereich. Ich packe die Kamera hier mal in den Videomodus und dann gehen wir hier wieder ins Menü und ihr seht jetzt direkt hier, das Aufnahmemenü hat sich hier ein bisschen geändert. Wir haben hier jetzt nämlich die Möglichkeit, auch noch hohe Bitrate auszuwählen, und das ist wichtig, wenn ihr eben eine Slow Motion erstellen wollt. Ihr habt hier die Möglichkeit, ihr seht es, 1920 x 1080, das ist Full HD mit 120 Bildern in der Sekunde aufzunehmen. Da könnt ihr dann eine schöne Slow Motion erstellen. Ihr könnt hier auch nochmal die Movie-Aufnahmegröße, also die Bildqualität und so, sehr viel detaillierter einstellen, wie ihr es vorhin in dem Fotomenü hattet. Also hier habt ihr jetzt die Möglichkeit 4K, 4K Fine, 4K Crop und so weiter auszuwählen. Also da geht schon deutlich mehr. Ebenso könnt ihr hier halt wirklich alles für die Videoaufnahme konfigurieren. Ihr findet hier auch wieder die ISO-Empfindlichkeit und alles, was ihr da einstellen könnt. Ebenso auch hier nochmal die Bildstabilisation für den Videomodus. Also ihr könnt euch da wirklich das so konfigurieren, wie ihr es dann nutzen wollt. Ebenso könnt ihr natürlich noch die HDMI-Anzeige einstellen, ob ihr euer HDMI-Bild clean ausgeben wollt oder ob ihr den Bildschirm von der Kamera spiegeln wollt und das dann eben auf eurem externen Bildschirm seht. Ebenso habt ihr hier im Aufnahmemenü dann auch noch die Möglichkeit, einen Zeitraffer aufzunehmen. Den findet ihr auf Seite 5 unter Zeitraffer-Movie-Aufnahme. Ich kann den jetzt gerade nicht aktivieren, weil eben der Rekorder angeschlossen ist. Das seht ihr hier bei Anschluss über HDMI nicht verfügbar. Wenn der nicht angeschlossen ist, dann könnt ihr hier auch noch eine ganze Zeitrafferaufnahme konfigurieren und einstellen. So,
Wir haben jetzt, ich schätze mal, irgendwas 35 bis 40 Minuten aufgenommen. Wir sind komplett durchs Kameramenü durchgegangen. Ich hoffe, die Einstellungen waren teilweise hilfreich. Wenn ihr neu im Business hier seid, dann war es hoffentlich sehr hilfreich. Wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese aber auch gerne in die Kommentare unten stellen. Ich versuche euch dann da zu helfen. Und dann war es das jetzt wirklich auch schon von mir. Wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich. Wenn es so war, lasst mir doch einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.